Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Jake, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas Wichtiges sprechen, wie wir mit Kritik umgehen. Das ist ein interessantes Thema. Ich habe oft über Kritik nachgedacht. Ich denke, sie gehört zum Leben dazu. Ja, da stimme ich zu. Manchmal kann Kritik schwer zu hören sein, aber sie kann uns auch helfen zu wachsen. Emma, was verstehst du unter Kritik? Kritik ist, wenn jemand dir sagt, dass deine Arbeit oder dein Verhalten nicht gut ist. Es kann ein Kommentar zu deinem Schreiben, deinen Ideen oder sogar deiner Persönlichkeit sein. Ich verstehe. Ich habe Kritik zu meinen Gemälden erhalten. Zuerst war ich traurig, aber dann habe ich versucht, daraus zu lernen. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe Kritik zu meiner Rede erhalten, als ich das öffentliche Sprechen geübt habe. Das hat mich anfangs nervös gemacht. Ja, öffentliches Sprechen kann sehr herausfordernd sein. Wie hast du dich gefühlt, als jemand dir sagte, dass deine Rede nicht klar war? Ich war ein bisschen verletzt, aber ich habe erkannt, dass das Feedback dazu gedacht war, mir zu helfen, mich zu verbessern. Ich habe gelernt, langsamer zu sprechen und einfachere Wörter zu verwenden. Das ist eine positive Sichtweise. Ich denke, wenn wir Kritik erhalten, können wir wählen, wie wir darauf reagieren. Genau, ich versuche der Kritik zuzuhören und Fragen zu stellen. Ich sage, kannst du mir erklären, was du meinst, oder wie kann ich mich verbessern? Das ist eine gute Idee. Fragen zu stellen hilft dir, das Feedback besser zu verstehen. Ja, und es zeigt, dass du lernen möchtest. Manchmal schreibe ich die Kommentare auf, damit ich später darüber nachdenken kann. Das mache ich auch. Ich habe ein kleines Notizbuch, in dem ich meine Gedanken festhalte. Das hilft mir, darüber nachzudenken, was ich besser machen kann. Über Kritik nachzudenken ist sehr wichtig. Es kann eine negative Erfahrung in eine Chance zum Wachsen verwandeln. Ich versuche auch daran zu denken, dass nicht alle Kritik schlecht ist. Manche Menschen geben Feedback, weil sie sich um dich kümmern. Das stimmt. Ich habe einen Freund, der mir immer ehrliches Feedback zu meinem Schreiben gibt. Zuerst hat es mich unwohl gefühlt, aber jetzt schätze ich es. Mir geht es genauso in meinem Kunstkurs. Der Lehrer gibt konstruktive Kritik und ich lerne jedes Mal neue Techniken. Konstruktive Kritik ist hilfreich, weil sie spezifisch und freundlich ist. Sie sagt dir, was du verbessern kannst, ohne dass du dich wertlos fühlst. Ja, ich mag es, wenn jemand sagt, deine Farben sind gut, aber du könntest eine andere Pinseltechnik ausprobieren. Das ist klar und nützlich. Genau. Es kommt ganz darauf an, wie die Botschaft vermittelt wird. Manchmal kann Kritik hart sein. Das habe ich auch erlebt. Das ist schwer zu ertragen. Wenn Kritik unhöflich oder gemein wirkt, kann sie deine Gefühle verletzen. Ich versuche, harte Kritik nicht persönlich zu nehmen. Ich erinnere mich daran, dass jeder unterschiedliche Meinungen hat. Das ist eine gute Einstellung. Ich sage mir oft, das ist die Meinung einer Person und sie definiert mich nicht. Ja, und ich suche auch nach positivem Feedback. Ich frage meine Freunde, was ihnen an meiner Arbeit gefällt. Das ist eine großartige Idee. Die Balance zwischen Kritik und positiven Kommentaren hilft mir, mich besser zu fühlen. Ich glaube, es ist wichtig, freundlich zu uns selbst zu sein. Wenn wir Kritik erhalten, sollten wir unsere Stärken nicht ignorieren.
Da stimme ich zu. Ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was ich gut gemacht habe, und dann darüber nachzudenken, wie ich mich verbessern kann. Es ist wie ein Lernprozess. Genau. Ich sehe Kritik als Werkzeug für Wachstum. Es ist nicht immer einfach, aber es kann uns stärker machen. Emma, hast du schon einmal Kritik erhalten, mit der du nicht einverstanden warst? Ja, das habe ich. Einmal sagte mir jemand, dass meine Ideen zu einfach seien. Zuerst war ich verärgert, weil ich hart an meinem Projekt gearbeitet hatte. Das klingt schwierig. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe tief durchgeatmet und über den Kommentar nachgedacht. Ich habe mich gefragt, ist das wahr? Und was kann ich daraus lernen? Das ist ein kluger Ansatz. Manchmal gibt es selbst dann, wenn du nicht zustimmst, etwas zu lernen. Genau. Ich habe beschlossen, meine Ideen zu verbessern, indem ich mehr Details hinzufüge. Aber ich habe auch meinen ursprünglichen Stil beibehalten. Ich habe gelernt, dass ich auf meine eigene Weise kreativ sein kann. Ich hatte ähnliche Erfahrungen. Als ich harte Kritik zu meinem Schreiben erhielt, war ich sehr entmutigt. Aber ich habe gelernt, meine Arbeit zu überarbeiten, ohne meine Stimme zu verlieren. Das ist sehr wichtig. Es ist möglich, sich zu verbessern und dabei sich selbst treu zu bleiben. Ja, und ich denke, es ist gut, Feedback von verschiedenen Personen zu suchen. Es gibt dir eine breitere Perspektive. Da stimme ich zu. Ich frage meine Freunde und Familie nach ihren Meinungen. Manchmal zeige ich sogar neuen Leuten meine Arbeit. Das ist eine großartige Möglichkeit, vielfältiges Feedback zu erhalten. Es hilft dir zu wachsen und die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Check. Hast du Tipps für den Umgang mit Kritik? Ja, ich habe ein paar Tipps, die mir helfen. Zuerst versuche ich, aufmerksam zuzuhören und nicht zu schnell zu reagieren. Das ist sehr wichtig. Einen Moment nachzudenken, bevor du antwortest, kann dir helfen, ruhig zu bleiben. Zweitens schreibe ich das Feedback auf. Es hilft mir, mich daran zu erinnern, was gesagt wurde, und später darüber nachzudenken. Das mache ich auch. Ich schaue mir die Kommentare gerne an und überlege, wie ich mich verbessern kann. Drittens erinnere ich mich daran, dass jeder Fehler macht. Kritik gehört zum Lernen dazu. Das ist eine gute Erinnerung. Wir lernen und wachsen jeden Tag. Schließlich versuche ich, positives Feedback zu suchen. Ich frage meine Freunde, was ihnen an meiner Arbeit gefallen hat. Das ist ein großartiger Tipp. Der Fokus auf das Positive gleicht die negativen Kommentare aus. Ja, es macht mich besser gelaunt und motiviert mich, mich zu verbessern. Danke, dass du deine Tipps geteilt hast, Jack. Ich werde einige davon in meinem nächsten Projekt verwenden. Gern geschehen, Emma. Ich bin froh, dass wir über diese Dinge sprechen können. Es hilft mir auch. Ich empfinde das genauso. Über Kritik zu sprechen macht sie weniger beängstigend und besser handhabbar. Emma, hast du ein aktuelles Beispiel für Kritik, die du erhalten hast? Ja, das habe ich. Letzte Woche habe ich ein Projekt in der Schule präsentiert. Mein Lehrer sagte, dass meine Folien zu überladen und schwer zu lesen seien. Wie hat dich das gefühlt? Zuerst war ich ein bisschen verletzt, weil ich hart an den Folien gearbeitet hatte. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass das Feedback dazu gedacht war, mir zu helfen, mich zu verbessern. Das ist eine gute Sichtweise. Was hast du nach dem Feedback gemacht? Ich habe meinen Lehrer um mehr Details gebeten. Ich sagte, kannst du mir erklären, was du mit überladen meinst? Sie sagte mir, ich solle weniger Worte und mehr Bilder verwenden. Das ist sehr hilfreich. Hast du deine Folien verändert? Ja, ich habe sie überarbeitet.
Ich habe den Text einfacher gemacht und klarere Bilder hinzugefügt. Ich war stolz auf die neue Version. Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man Kritik zur Verbesserung nutzen kann. Ich habe eine ähnliche Erfahrung mit meiner Kunst gemacht. Kürzlich sagte mir ein Freund, dass mein Gemälde zu dunkel wirke. Wie hast du darauf reagiert? Zuerst war ich ein wenig defensiv. Ich dachte, aber ich mag dunkle Farben, aber dann fragte ich meinen Freund, was meinst du mit dunkel? Und sie erklärte mir, dass einige Bereiche zu schwer wirkten. Das ist eine gute Frage, um zu stellen. Sie hilft dir, das Feedback besser zu verstehen. Ja, und ich habe beschlossen, in meinem nächsten Gemälde hellere Farben auszuprobieren. Ich habe gelernt, dass Experimentieren Teil der Kunst ist. Genau. Kritik kann zu neuen Ideen und besserer Arbeit führen. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn ich Feedback erhalte. Ich weiß, dass es mir helfen kann, mich weiterzuentwickeln. Mir geht es genauso. Ich sehe Kritik als Chance zu lernen, nicht als persönlichen Angriff. Ich stimme zu. Wenn wir unsere Denkweise ändern, wird Kritik zu einem Werkzeug für Verbesserung. Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, Jack. Ich lerne immer etwas Neues, wenn wir reden. Gern geschehen, Emma. Ich genieße unsere Gespräche. Sie bringen mich zum Nachdenken und Reflektieren. Bevor wir abschließen, hast du noch abschließende Gedanken zum Umgang mit Kritik? Ja, ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Kritik erhält. Sogar berühmte Menschen bekommen Feedback zu ihrer Arbeit. Das stimmt. Ich habe gelesen, dass viele erfolgreiche Künstler und Schriftsteller mit Kritik konfrontiert werden. Ja, und sie nutzen sie zur Verbesserung. Ich möchte wie sie sein. Ich möchte lernen und wachsen. Ich auch. Ich glaube, dass wir mit Übung und einem offenen Geist Kritik in eine positive Erfahrung verwandeln können. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet, um Kritik zu begegnen. Ich weiß, dass es zum Leben gehörte und dass ich daraus lernen kann. Ich empfinde das genauso. Danke für dieses schöne Gespräch, Jack. Es hat mir sehr geholfen. Danke, Emma. Ich rede immer gerne mit dir. Lass uns weiter üben und gemeinsam lernen. Ja, lass uns bald wieder treffen, um über weitere Ideen zu sprechen. Ich freue mich darauf. Hab einen tollen Tag, Emma. Du auch, Jack. Bis bald. Bitte. Ah. Bitte. Ah. Es geht mir gut. Wie geht es dir? Das Auto geht schnell. Gut. Gut. Das Essen ist gut. Ich fühle mich gut. Das Wetter ist heute gut. Wichtiges. Wichtiges. Das ist ein wichtiges Thema. Es ist wichtiges Wissen für alle. Wir müssen das wichtiges Problem lösen. Reden. Reden. Wir reden über das Wetter. Kannst du mit mir reden? Die Kinder reden laut im Park. Nachgedacht. Nachgedacht. Ich habe lange nachgedacht. Er hat über die Frage nachgedacht. Sie hat nachgedacht, bevor sie antwortete. Gehört? Gehört? Das Buch gehört mir. Das Auto gehört meinem Vater. Dieses Zimmer gehört nicht zu mir. Schwer. Schwer. Das Buch ist schwer. Diese Aufgabe ist schwer. Der Rucksack ist schwer. Helfen. Helfen.
Ich möchte dir helfen. Kannst du mir helfen? Er wird mir immer helfen. Verstehen. Verstehen. Ich möchte verstehen, was du sagst. Kannst du mir helfen, es besser zu verstehen? Es ist wichtig, die Regeln zu verstehen. Gemälden. Gemälden. Die Gemälden hängen an der Wand. Ich mag die Farben in diesen Gemälden. Die Galerie zeigt viele berühmte Gemälden. Versuch. Versuch. Er versucht, das Problem zu lösen. Sie versucht, schneller zu laufen. Ich versucht, ein gutes Buch zu finden. Beispiel. Beispiel. Das Beispiel ist sehr hilfreich. Kannst du mir ein Beispiel geben? Ich verstehe das Beispiel nicht. Nervös. Nervös. Ich fühle mich nervös vor dem Test. Sie war nervös, als sie auf die Bühne ging. Er wird nervös, wenn er vor vielen Leuten spricht. Erklären. Erklären. Ich möchte dir das Konzept erklären. Kannst du mir bitte erklären, wie das funktioniert? Der Lehrer wird das Thema morgen erklären. Verbessern. Verbessern. Ich möchte meine Deutschkenntnisse verbessern. Das Training hilft mir, meine Fähigkeiten zu verbessern. Wir müssen die Qualität des Produkts verbessern. Spezifisch. Spezifisch. Die Anleitung ist sehr spezifisch. Er hat eine spezifische Frage gestellt. Ich brauche spezifisch Informationen zu diesem Thema. Konstruktive. Konstruktive. Wir hatten eine konstruktive Diskussion. Das Feedback war sehr konstruktive. Konstruktive Kritik hilft mir, besser zu werden. Wertlos. Wertlos. Das Geschenk war wertlos. Sein Kommentar fühlte sich wertlos an. Ich möchte nichts Wertloses kaufen. Perspektiv. Perspektiv. Die Perspektive ist wichtig in der Kunst. Wir sollten die Perspektive des anderen verstehen. Seine Perspektive auf das Problem ist interessant. Ertragen. Ertragen. Ich kann den Lärm nicht länger ertragen. Es ist schwer, Schmerz zu ertragen. Manchmal müssen wir Dinge ertragen, die uns nicht gefallen. Was möchten Emma und Jack in ihrem Gespräch besprechen? Was ist ein Beispiel für konstruktive Kritik, das Jack erwähnt? Was bedeutet das Wort Kritik? Was ist ein Beispiel für konstruktive Kritik? Gute Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.